Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen und tritt im Januar sein Amt an. Unsere Korrespondenten berichten über Reaktionen aus Europa. Tote und Verletzte in der Ukraine. Russland greift erneut Kharkiv und Saporischschja an. Eine Woche nach den tödlichen Überschwemmungen in Spanien werden weiter mindestens 89 Menschen vermisst. Nachdem Donald Trump seinen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 verkündet hat, berichten Euronews-Korrespondenten von den Reaktionen in den Hauptstädten. The Hungarian Prime Minister has already congratulated Donald Trump on his election victory. In a video announcement, Viktor Orbán said that Trump had made perhaps the greatest comeback in Western political history, winning despite threats to jail him, attempts to kill him, and media backlash. Orbán added that Trump's presidency would bring the hope of peace to the world, and that the Hungarian government has many plans that Trump's victory would give it the chance to implement. Ádám Magyar for Euronews from Budapest, Hungary. After remaining neutral in recent days, Giorgia Meloni was among the first EU leaders to congratulate Donald Trump over his victory. Italy and the US are united by historic friendship, she said, adding that it is based on common values. The leader of the League Party, Matteo Salvini, was also quick to react, congratulating Donald Trump, calling it a historic day, saying that he was among the few Italian political leaders who has been openly supporting Donald Trump. Trump's victory is both an opportunity and a challenge for Italy. Prime Minister Giorgia Meloni will need to balance protecting Italy's interests with maintaining strong ties with the US. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Now that it is clear that President Trump has won a second term in office, it is more crucial than ever that Europe will need to step up its efforts in terms of security and defence. Germany, who is Ukraine's biggest financial and military supporter after the US and the EU, will also need to ramp up its efforts to make sure that Europe and NATO remain unified. Liv Stroud in Berlin for Euronews. French President Emmanuel Macron congratulated Donald Trump for his victory. However, Macron also tweeted that he has been in touch with German Chancellor Olaf Scholz to pledge to work towards a more united and stronger and more sovereign Europe in this new political context, referring to Trump's campaign promise to put America first, like, for example, implementing taxes on imported products, which could greatly affect the French economy and French exports to the United States, like, for example, different aeronautical equipment, medicine and beverages such as wine and cognac could be greatly impacted. A pesar del apoyo público del PSOE a Kamala Harris, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Donald Trump por su segundo mandato en la Casa Blanca y ha expresado su deseo de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas entre España y Estados Unidos. También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que respeta absolutamente la voluntad del pueblo. Eso es básicamente ser demócrata, ha dicho, y ha recordado que España ya ha trabajado con una administración Trump. Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, también ha querido felicitar al presidente electo, recalcando la importancia del voto hispano. María Muñoz Morillo, desde Madrid, para Euronews. Both President Marcelo Rebelo de Sousa and Prime Minister Luís Montenegro congratulated Trump on his election. Montenegro wrote on X, formerly Twitter, that he's committed to working closely with Trump in the spirit of the long and solid relationship between Portugal and the US, bilaterally, multilaterally, and in NATO. As for President Rebelo de Sousa, he congratulated Trump. He recalled the collaboration between the two when Rebelo de Sousa was in his first term and Trump was also in his first term in the White House.
they had the meeting in 2018 in the White House. He also recalled that Portugal was the first neutral country to recognize the US independence. From Lisbon, Ricardo Figueira, Euronews. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis congratulated Donald Trump on his victory in the American elections in a post on X. As Kyriakos Mitsotakis emphasizes in his post congratulating Donald Trump on his re-election to the US presidency, Greece looks forward to the further deepening of the strategic relationship between the two countries. Congratulations, Donald Trump, on your election victory. Greece looks forward to the further deepening of the strategic partnership between our two countries and to cooperation on important regional and global issues, the Greek Prime Minister says in his post. Bei einem russischen Angriff auf Infrastruktur in der ukrainischen Stadt Saporischschja sind 6 Menschen getötet und mindestens 16 weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region Iwan Fjodorow mit. Am Ort des Angriffs ist ein Feuer ausgebrochen, sagte er. Außerdem hat die russische Armee ein Wohngebiet in Kharkiv angegriffen. Dabei wurde ein 5-stöckiges Wohnhaus beschädigt. Russland hat die beiden Städte in den vergangenen Wochen zunehmend angegriffen. Häufig nahm es dicht besiedelte Wohnviertel ins Visier. Nur wenige Tage zuvor hatte Russland bereits ein Wohnviertel in Kharkiv angegriffen. Dabei wurden mindestens 15 Menschen verletzt. Unterdessen sind der ukrainischen Armee zufolge 11.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk eingetroffen. Sie kämpfen bereits gegen die ukrainischen Soldaten. Deshalb hat die Ukraine erneut eine stärkere Unterstützung durch den Westen gefordert. Eine Woche nach den tödlichen Überschwemmungen in Spanien werden weiter mindestens 89 Menschen vermisst. Mindestens 217 Menschen sind bei den Tsunami-ähnlichen Überschwemmungen ums Leben gekommen, die meisten davon in der östlichen Provinz Valencia. Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña. In ihrer Verzweiflung gingen Tausende von Freiwilligen auf die Straße, um die Such- und Rettungsteams zu unterstützen. Tú vas si quieres a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. Die spanischen Einsatzkräfte setzten die Suche in Tiefgaragen fort, mit deren Trockenlegung am Wochenende begonnen wurde. Ministerpräsident Pedro Sánchez gab außerdem bekannt, dass ein Hilfspaket in Höhe von 10,6 Milliarden Euro für die Opfer beschlossen wurde. In ganz Europa werden in angeschlagenen Sektoren tausende Stellen abgebaut. Der deutsche Autozulieferer Schaeffler will 4.700 Arbeitsplätze streichen, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in anderen Standorten Europas. Das verdeutlicht die Schwierigkeiten, in denen die deutsche Automobilindustrie derzeit steckt. Unterdessen hat die Supermarktkette Auchan Pläne für den Abbau von über 2.000 Arbeitsplätzen in Frankreich angekündigt. Ein Dutzend Filialen, darunter ein Supermarkt und 3 Verbrauchermärkte, sollen geschlossen werden, weil sie nicht mehr rentabel sind. Die Kunden von Auchan haben berichtet, dass sie oft leere Regale in den Supermärkten vorfinden. Früher war Auchan für ihr vielfältiges Angebot bekannt. Das Unternehmen plant, die Verkaufsfläche der Hypermärkte um rund 25% zu reduzieren. Künftig will es sich auf kleinere Läden, Drive-Thrus und die Lieferung von Frischwaren nach Hause konzentrieren. Tausende Reiseexperten sind in London zum World Travel Market zusammengekommen. Neue Daten zeigen, dass der globale Tourismus die Rekordzahlen vor der Pandemie inzwischen übertrifft. Doch wie passt das zu den Versprechen, Überbelegung zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu fördern?
Actually, this over-tourism rhetoric is like on the edge of being real or not, because it's not over a long period of time. We have a phenomenon like this when cruises, for instance, visit small islands that cannot handle too many tourists at the same time. We think it's an issue of infrastructure and management at a local level that makes the difference. Die Branche will mehr als nur eine Netto-Null-Bilanz erreichen. Sie spricht von Netto-Positivität in einer Zeit, in der Klimawandel und extreme Wetterereignisse zunehmend Druck ausüben. The stats say that people are acutely aware of the impact on the environment, and many of them are eager to go to destinations that have a lower carbon footprint. I think there's a bigger impact as well on the weather and how that's changing people's travel choices. Mit dem Anstieg des Tourismus hat auch der Widerstand in einigen europäischen Zielorten zugenommen. Sorgen um Umweltschäden und steigende Mietpreise haben in Kroatien zu neuen Maßnahmen für Kurzzeitvermietungen geführt. We are passing the law in which we are requiring 80% approval of the tenants in the buildings when short-term rentals are possible. We will have a situation in which we have our apartments and residential areas, I'm not going to say free from tourists, but with a significant reduced number of tourists. Die globale Reise- und Tourismusbranche steht vor der Herausforderung zu beweisen, dass sie eine positive Kraft sein kann.